Habt ihr die Schakale gesehen? Die mag ich, echt mag es. Verrückt aus dem Nichts, einfach mit ihrer Geilheit. Also willkommen zu einem weiteren Video. B-Face Motovlog, neue Sounds, alles neu am Start. Mikrofon von innen, hinten an die Kamera angeschlossen. Auspuff, der knallt, Seitenansicht, falls nötig. Hier, ihr, die ihr mich seht. Neue Updates, ihr habt das vorherige Video gesehen, wir haben einen kompletten und sehr gründlichen Service gemacht. Diesen speziellen Service muss man nicht jedes Mal machen, das sollten wir auch sagen. Es ist nicht nötig, du kannst ihn einmal machen, sagen wir alle 60, 80, 100.000 Kilometer. Ich würde sagen, bei 50 bis 60.000 solltest du es machen, weil ich glaube, es hilft und ist vorteilhaft, aber es erfordert. Um diesen Service durchzuführen, bedeutet das, dass sich darin bereits 2 oder 3 Ölwechsel angesammelt haben. Ich persönlich würde es bei jedem zweiten großen Service machen, um es mal so zu sagen. Ich muss dazu sagen, dass das Motorrad natürlich schon älter ist, um diesen Service zu machen. Vielleicht habe ich 51.000 Kilometer drauf, aber ich weiß nicht, wie lange es gestanden hat, was alles daran gemacht wurde, was sich darin angesammelt hat, all diese Dinge. So etwas tut man einem Kind nicht einfach an. Ich habe also, sagen wir mal, den zweiten großen Service, das zweite Service in meinen Händen gemacht. Ich wollte es einfach reinigen, um sicher zu gehen, und ehrlich gesagt, der Motor hat nach dem ersten Start mit dem neuen Reinigungsmittel, das innen alles gesäubert hat, tatsächlich einen anderen Klang bekommen. Ich habe das Produkt von Liqui-Moly verwendet. Man gibt es in etwa einen halben Tank, füllt dann den Rest mit neuem Benzin auf, weil es ein volles Gemisch braucht, damit es sich richtig vermischt, und danach. Du musst einfach nur eine Runde damit fahren, also wirklich nur eine Runde drehen, ein paar Kilometer machen, damit es im Inneren richtig gut und gleichmäßig zirkuliert und die kleinen Teile gründlich und zuverlässig reinigt, alles Mögliche, die Kanäle und so weiter. Also haben wir ein schönes, wirklich schönes und sinnvolles Update am Motor gemacht. Schöne Falken, ich mag Falken übrigens auch sehr gerne, und im Endeffekt wird das CPR übrigens auch als Falke betrachtet. Also machen wir jetzt eine schöne kleine Tour zu einem hohen Punkt, den uns ein Freund empfohlen hat. Wir sind in Schaffhausen gestartet, das seht ihr, und fahren jetzt Richtung Stein am Rhein, ein wunderschöner Ort. Von dort aus werden wir dann auch eine sehr schöne Strecke fahren, wenn ich mich daran erinnere. Ich bin dort schon mal mit dem Auto entlang gefahren, und wenn ich mich erinnere, werden wir jetzt gemeinsam dorthin fahren, damit ihr es sehen könnt. Und das war's fürs Erste. Ich sehe da vorne ein paar Schakale, vielleicht halte ich an, aber ich weiß nicht. Okay, jetzt mit diesem richtigen Ölwechsel, und wenn ich sage richtig, meine ich nach langer Zeit dieses spezielle Öl einzufüllen, um alles von innen zu reinigen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Kämpfe das sind. Ihr habt ja im vorherigen Video gesehen, wie schwarz dieses Kanister war, Kumpel. Ich habe es mir angeschaut und es sah aus, als wäre es das Blut einer Black Mamba. Und ich dachte mir, oh meine Güte, ich weiß nicht, was ich bei der Reinigung gemacht habe, aber auf jeden Fall ist der Motor ruhiger geworden, läuft leichter, reagiert spritziger. Jetzt haben wir auch noch das Liqui-Moly-Additiv im Tank. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum der Motor spritziger läuft. Ich werde euch in den nächsten Videos sagen, ob der Motor tatsächlich so läuft und ob es so bleibt. Wir haben gesagt, wir machen alles, was wir können, um ihn hier drinnen zu reinigen, und das mit möglichst wenig Geld, denn die Additive kosten ja nicht viel eigentlich. Ich habe für beide zusammen 40 € bezahlt. Das mit einem neuen Ölfilter und frischem Öl, und wir sind startklar, der Motor läuft einwandfrei. Aber es wird uns nicht gesagt, wie lange es dauert. Die Kilometer sind 40, das ist in Ordnung. Wie Hühner werden wir hinaufgehen. Naja, wahrscheinlich fahren hier auch Fahrräder und so, aber die Straße sieht für mich nicht besonders eben aus. Wir werden ein Problem mit der Kamera haben.
Schöner, schöner Pfad ist das, aber er geht so ein bisschen auf und ab. Oh Mann, wir gewinnen an Höhe. Schaut mal hier. Oh, verdammt, Alter. Okay, Mann, der Ort ist echt stark. Boah, stell dir vor, du würdest jetzt hier wohnen und... Boah, Leute, was hat uns der Fuchs da gezeigt, was? Was hat uns der Schakal gezeigt? Was hat uns der Kumpel gebracht? Boah, runter da. Es ist immer noch feucht und klamm hier unten. Die Luft fühlt sich schwer an und der Boden ist von feinem Nebel bedeckt. Schau nur, dort vorne erhebt sich die Burg, groß und beeindruckend mit ihren alten Mauern, die im Dunst kaum zu erkennen sind. Wow, das sieht wirklich beeindruckend aus. Aber sag mal, Morty, wo ist denn eigentlich die versprochene Aussicht, von der du gesprochen hast? Ich kann sie noch gar nicht entdecken. Von hier aus gibt es leider keine Möglichkeit weiterzugehen, zumindest nicht auf direktem Weg. Lass uns also noch ein Stück weiter runtergehen und schauen, ob wir dort vielleicht einen besseren Zugang finden. Aber ehrlich gesagt ist dieser Ort hier wirklich wunderschön. Es ist ein perfekter Platz, um eine Pause einzulegen und vielleicht einen Kaffee zu trinken, während man die Aussicht genießt. Die Strecke, die wir bisher zurückgelegt haben, ist einfach unglaublich beeindruckend. Man kann sie wirklich mit nichts anderem vergleichen, was ich bisher gesehen habe. Diese Landschaft, die sich hier vor uns ausbreitet, ist einfach unvergleichlich und einzigartig. Außerdem war der Abschnitt mit der kleinen, schmalen Straße, die wir gerade entlang gefahren sind, auch ein echtes Highlight. Es hat richtig Spaß gemacht, dort entlang zu fahren, weil es so idyllisch und ruhig war. Laut dem Schild, das wir gerade gesehen haben, sind es jetzt noch ungefähr 200 Meter bis zum Parkplatz. Also nein, das hier ist tatsächlich schon der Parkplatz. Wir sind also angekommen und schau mal, sogar ein kleiner Bus fährt hier hoch, was ich wirklich erstaunlich finde, weil die Straße so eng und kurvig ist. Das ist wirklich extrem, wenn man bedenkt, wie schwierig die Strecke für größere Fahrzeuge sein muss. Es gibt hier übrigens auch einen Wanderweg, den man zu Fuß gehen kann, falls man lieber laufen möchte. Allerdings ist es verboten, mit dem Auto weiterzufahren. Ab diesem Punkt ist die Straße für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das macht die Gegend noch ruhiger und angenehmer für Spaziergänger und Naturliebhaber. Ich finde, das trägt sehr zur besonderen Atmosphäre dieses Ortes bei. Es ist wirklich ein Erlebnis, hier zu sein und all das auf sich wirken zu lassen. Okay, das ist extrem, oder? Wir kommen zurück. Okay, ein extremer Ort. Das wusste ich nicht. Wow, Mann, schau mal, was hier abgeht.
Verrückt. Verrückt. Gehen wir zum Schloss, oder? Verrückt. Schöne Strecke. Erkunde das Schaffhausen, wenn du mal herkommst. Das ist es, Mann. Du solltest herkommen und chillen. Einfach entspannen. Tot, oder? Geht dein Moped dabei nicht kaputt? Naja, der Reifen ist echt ein Biest. Schaut mal, wie der Reifen läuft, Leute. Der hält einfach alles aus. Ich verkaufe ein Haus mit Aufzug. Was ist das denn, Alter? Ich verkaufe... Leute, mein armer Geruch bleibt fern, egal was du machst. Ob Gucci, Kameras oder Maschinen. Mein armer Geruch bleibt fern. Mir gefällt nicht, dass der Schaft nur auf einer Seite befestigt ist. Ich muss das finden und es machen. Wir müssen jetzt auf die Straße hinausgehen, und zwar in die Richtung, die wir vorhin besprochen haben, um genau zu sehen, wo wir aktuell raus müssen. Also, wir gehen gemeinsam runter zur Hauptstraße, die sich direkt vor uns befindet, und überqueren diese auf der Seite gegenüber vom Reno. Und nachdem wir am Reno vorbeigegangen sind, müssen wir hinausgehen. Das heißt, wir müssen auf der gegenüberliegenden Seite vom Reno herauskommen, damit wir unseren Weg fortsetzen können. Hier hält die Basis das fest, mein Freund, aber ich werde viel ruhiger sein, weil das stabiler sein wird. Das ist jetzt ein Unterschied.